How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Das Boot ist gesunken. Es gibt keine Spur von Hagen und Ludwig. Ludwig und Hagen sind ertrunken. Und das Schöne ist, dass ich meinem Vater zum Abschied auch noch gesagt habe, dass er gar nicht wiederkommen braucht. Hey, du bist nicht schuld an seinem Tod. Was willst du überhaupt hier? Ich muss mir erstmal über ein paar Dinge klar werden. Und was für Dinge? Dass Paris eine ganz schön blöde Idee war und ich viel lieber hier mit dir in Düsseldorf wäre. Bella, nimm's dir bitte nicht übel, aber ich denke, es ist wirklich das Beste, wenn wir jetzt erstmal auf Abstand gehen. Mach's gut. Was ist denn los? Hast du mit einem anderen geschlafen oder was? Nein, aber geknutscht. Ich weiß, ich habe gesagt, dass wir erstmal mehr Abstand brauchen. Aber Ich bin hier, weil ich dich liebe. Tristan, was soll das? Ich hab's versucht ohne dich, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich hab gemerkt, dass ich einfach nur bei dir sein will. Tristan, hör auf damit. Ich meine, vor ein paar Stunden hast du mir noch erzählt, dass du mehr Abstand willst. Und hast das jetzt einfach so okay für dich? Ist es vorbei und wir sehen uns nicht mehr? Willst du das? Weißt du, was ich will? Ich will einfach nur, dass dieses ewige Hin und Her aufhört. Ja, du sagst was, dann nimmst du es zurück und du tust was ganz anderes. Ich kann mich nie auf dich verlassen. Ja, ich kann das einfach nicht mehr. Ich glaube wirklich, es ist besser, wenn wir uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen und du einfach die Zeit hast, klarzukommen und alles zu verarbeiten. Und ich glaube, ich brauche einfach mal eine Entscheidung. Ella, ich habe mich entschieden und zwar für dich. Ich liebe dich. Und das werde ich dir beweisen. Du, Bella, das Spiel fängt in 5 Minuten an. Kommst du? Ja, klar. Auf dich, Ludwig. Ruhe in Frieden. Auf mich, dein Nachfolger. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I Was zum Teufel machst du da? so good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, Freu dich nicht zu früh. I know that I can't do no wrong. Also du warst betrunken, ja? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Und dann hast du einfach diesen Typen geknutscht. Ich war sauer auf dich, weil du einfach für dich allein entschieden hast, in Frankreich zu bleiben. Ey, und nur weil du sauer bist, schmeißt du dich einfach dem nächsten Schweden an den Hals? Ich weiß doch auch nicht, wie das passieren konnte. Kim musste mir am nächsten Tag alles erzählen. Ich kann mich nicht mal an den Kuss erinnern. Ach, gibt's noch irgendwas, an das du dich nicht erinnern kannst? Was meinst du? Habt ihr vielleicht noch eine Nummer geschoben? Nein, glaub mir bitte, Kim hat mich nach Hause gebracht. Okay. Schwamm drüber, hm? Du bist nicht sauer? Na klar bin ich sauer. Aber du hattest ja auch einen Grund, sauer auf mich zu sein. Und
Außerdem warst du betrunken. Ja, aber trotzdem. Ist dir lieber, dass ich jetzt ausflippe? Nein, natürlich nicht. Siehst du, dann ist ja alles gut. Überleg dich auch. As the night settles down, she a lot of clever clown. Du nimmst das ganz schön locker, oder? Mann, Leo, du hast ja selber gesagt, es war ein Ausrutscher. Und außerdem tut's dir leid. Mann, ich weiß ja selbst, wie schnell sowas passieren kann. Und woher weißt du das? Was meinst du? Gibt es irgendwas, was du mir sagen willst? Leo, Moment mal ganz kurz. Was ist in Paris passiert, nachdem ich abgereist bin? Ey, das war doch eindeutig faul. Warum pfeift der denn nicht? Ja. Ich weiß auch nicht, dieser Schiedsrichter, das ist echt... Der ist so schlecht. Ich meine, der pfeift der, wenn nichts ist. Wenn was ist, pfeift er nicht. Abseits kann er schon gar nicht unterscheiden. Das ist wirklich die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich seit langem gesehen habe. Ja, aber es ist doch wahr. Ja, ja, klar. War ich zu hart? Zu dem Schiedsrichter? Nein, zu Tristan. Spinnst du? Der kann doch nicht einfach hier auftauchen und dich küssen, wie er will. Stimmt, das geht gar nicht. Nein. Ich hätte ihm fast eine reingehauen. Gut, das wäre jetzt auch wieder übertrieben. Du warst hart genug zu ihm. Also war ich doch zu hart. Quatsch. So ein Typ wie der braucht ganz klare Ansagen. Alles andere versteht er doch gar nicht. Ach, was war das denn für ein Pass? Ist alles andere als gelassen? Ich hol mir noch ein Bier. Willst du auch eins? Nee, ich hab. Sein Traum einmal Wie wär's mit Pizza? in Berlin. Gute Idee. Ich bestell uns was. Ich nehme die Nummer 8. Ausgleich! Klasse. Und, was sagst du? Bisschen ungelenkt, der Gute. Oh, ich meine doch nicht das alberne Rumgehopse. Was willst du denn jetzt hören? Dass er ein Heuchler ist oder dass ich es irgendwie abstoßend finde, wie er da sein Freudentänzchen aufführt, während meine Familie um meinen Vater und meinen Bruder trauert? Siehst du nicht, was er denn macht? Agenda 2013, der plant die Umstrukturierung der Firma. Ja, und? Ich meine, was hast du denn erwartet? Das ist Ansgar. Sebastian, es wurden bereits Sparten abgestoßen. Er hat LCL im Visier. Ich soll die Nächste sein. Mir rennt die Zeit davon. Wir haben zwar die Beweise, dass er Gelder veruntreut hat, aber ich weiß doch nicht, wie lange unsere Leute brauchen, um das alles wiederherzustellen. Ich will, dass wir was unternehmen. Wir werden jetzt gar nichts unternehmen. Ich will Ansgar aber keinen Vorsprung lassen. Es ist schön und ich verstehe das auch, dass du dich um deine Familie kümmern willst, aber... Dann verstehst du sicher auch, dass alles andere warten kann. Aber Ansgar... Ansgar und seine Machtspielchen sind im Moment das Letzte, mit dem ich mich auseinandersetzen will, ja? Meine Familie hat jetzt absoluten Vorrang. Um alles andere kümmere ich mich später. Ich hoffe, du siehst das genauso. Natürlich. Ja? Nein, das kann man. Ja, danke für Ihr Verständnis. Hör zu, es war ein langer Tag. Ich gehe jetzt duschen und dann gehe ich direkt ins Bett. Verdammt. Was hast du vor, Ansgar? Sophie? Die fandst du doch immer so nett? Ja, aber die hat doch einen Freund. Na und? Ach so, stimmt ja. Dich hat's ja auch nicht gestört, als du mit dem Schweden da rumgeknutscht hast. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe mich für deinen Fehltritt im Vorab noch nicht revanchiert. Da hätte ich wenigstens nicht so ein schlechtes Gewissen. Ach so, na du, wenn's dir hilft, ich kann ganz schnell zum Limits rüberspringen und mit dieser kleinen Rotarin rummachen, die da immer an der Theke rumsteht. Mann, weißt du eigentlich, was ich mir für einen Kopf gemacht habe? Dass mit uns irgendwas nicht in Ordnung ist? Wegen dem Schweden, oder was? Na, und weil du in den letzten Wochen so total komisch warst. Du hast nicht mehr angerufen und dann bleibst du plötzlich in Paris. Ich dachte, vielleicht war es das mit uns. Mann, Leo, ey, nur wenn mal eben nicht alles glatt läuft. Hast du sie noch alle?
Nein, Tristan. Das habe ich total vergessen. Nein, auf gar keinen Fall absagen. Ich bin sofort da. Ich habe ein Radiointerview vergessen und die warten schon alle auf mich. Muss ich sofort los. Sorry. Leo, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du willst ausgerechnet jetzt abhauen? Mann, ey, ich komme wegen dir extra aus Paris. Dann schubst du mich im Karton die Treppe runter und danach eröffnest du mir, dass du mit irgendeinem so einem Schweden rumgemacht hast, stellst unsere Beziehung in Frage und jetzt haust du einfach noch ab. Das ist wirklich wichtig. Wir reden später, okay? Bis später. Alter Schwede. Halbzeit. Gott sei Dank, ich muss total nötig aufs Klo. Ey. Ja? Pizza. Wer hat da geklingelt? Pizza. Brauchst du Geld? Nee, hab ich. Okay. Ah, hallo. Super. Stimmt dann so. Danke. Danke auch. Ciao. Tschüss. So kann dieser Arsch den nicht einfach mal in Ruhe lassen. Ja, also ich kann dich schon verstehen. Man kann halt nur so viel wegstecken, wie man nur mal wegstecken kann. Und sieh's mal so, es war nur ein Schwede. Wie, was soll denn das jetzt heißen? Ja, dass es keine Konkurrenz ist. Wenn es so ein heißblütiger Latino wäre wie ich, dann... Mann, Mio, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass Leo hat an uns gezweifelt. Ich meine an uns. Wir gehören zusammen. Das Woher soll sie das wissen? Ich meine, du hast dich ja einfach nach Paris verdrückt und wolltest auch noch da bleiben. Ja, aber immerhin ist er wegen Leonie extra zurückgekommen. Wir stehen auf Leonies Seite, schon vergessen. Echt? Ja, nein, also das mit dem Gustav, diese ganze Sache, die konnte sich heiß anziehen. Ich hab dir ordentlich die Hölle heiß gemacht. Und außerdem, ich meine, er ist bereit, es mit ihr zu klären und sie haut ab. Also da muss ich mich ja bei Timo positionieren. Sie hat wirklich ein schlechtes Gewissen und sie liebt dich, du Idiot. Super. Aber sie hat eine wahnsinnig schräge Art, mir das zu zeigen. Geht lieber zu diesem Radiointerview. Du, sorry. Kannst du vielleicht mal kurz die Musik ausmachen und das Radio an? Und du, sorry, ich bin gerade total im Stress. Bitte. Okay. Die meisten meiner Lieder sind eigentlich Liebeslieder. Ich schreibe meistens über das, was mich im Augenblick so beschäftigt. Das heißt, du bist gerade glücklich verliebt? Ja. Es gibt da diesen Typen, der mich komplett verrückt macht und glücklich. Heißt das, du glaubst, der ist der Richtige? Jedenfalls habe ich das geglaubt. Bis heute. Ganz ehrlich, ich hab darauf keinen Bock. Ey, Alter, jetzt wart doch mal. Setz dich hin und hör weiter. Aber dann ist da etwas passiert. Und ich habe gemerkt, dass es nicht nur darum geht, immer glücklich zu sein. Man muss sich immer wieder neu füreinander entscheiden. Egal, was vorgefallen ist. Und bei euch ist etwas vorgefallen? Ja. Und seitdem glaube ich nicht nur, dass er der Richtige ist, sondern ich weiß es. Timo, wenn du das jetzt hörst, ich liebe dich. Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Brauchst du, das Spiel geht gleich weiter. Empfehlung von Michael. Ja, ich warte nur auf das Wechselgeld. Der letzte Saison, der Landsmann. Bla 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 bla. Bitte gib mir noch eine Chance, Tristan.
treffe mich morgen um 8 Uhr am Medienhafen. Wir blicken auf die Uhr. Oh Gott. Völlig in Ordnung. Andi, ohne dich können die nicht wieder anpfeifen. Es hat ja gedauert, hoffentlich ist es nicht kalt. Alles klar? Klar, ich hole uns nur Teller. Teller. Gibt's eine heiße Schlussphase. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Also hätte ich gewusst, dass du so eine Exhibitionistin bist, denn... So ist das im Showbiz. Ohne Publikum geht gar nichts. Also ich muss an der Stelle mal anmerken, Fräulein Richter, dass du wahnsinniges Glück hast, dass Timo so eine coole Socke ist. Ich hätte die Aktion bei Kim nicht so einfach durchgehen lassen. Ja, ich sag ja auch nichts, wenn du anderen Frauen hinterhergaffst. Eben, du sagst gar nichts. Das letzte Mal hast du eine Woche geschwiegen. Das war nicht lustig, das war Terror. Das Schlimme daran ist ja nicht mal, dass du anderen Frauen hinterher schaust, sondern dass du behauptest, das ist deine Art, Gottes Schöpfung zu preisen. Ja, ist ja auch so. Oder was meinst du, warum er so viele scharfe Feger erschaffen hat? Um dich daran zu erinnern, dass du mit der Schönsten überhaupt verheiratet bist. Ja, das weiß ich doch. Aber ab und zu wird man noch mal einen Blick riskieren dürfen. Ah. Wenn ich eine Zeitung anschaue, wo irgendein geiler, hotter Typ abgebildet ist, ja, da machst du einen Aufstand, als hätte ich was weiß ich getan. Timo, kannst du dir bitte sagen, dass ich nicht eifersüchtig bin? Also eins kannst du dir merken, ich bin nicht eifersüchtig. So, Leo, ich muss dir noch was sagen. Was denn? Und zwar, als ich dich vorhin im Radio gehört habe, da ist mir was klar geworden. Dass es überhaupt gar nicht funktioniert hätte und so. Also das mit Paris. Was ist und so? Naja, also ich meine, dass wir... Also das so wie es jetzt gerade ist, im Jetzt und Hier, du und ich, dass es genau perfekt ist. Ich liebe dich. Und ich würde alles dafür tun, dass du glücklich bist. Es ist ja sehr schön, dass du dein Leopardenhöschen noch an. Mademoiselle. Voilà. Was sollte das ganze Französisch immer? Was hast du denn gegen Französisch? Achso, warte mal, ich verstehe. Oh, hey! Freunde, viel Spaß. Ist noch frei. Die ganze Familie trauert und du trinkst Champagner. Bravo, Tanja. Ich erwisch dich nachts kniend auf dem Boden meiner Suite. Und anstatt dass dir eine passende Ausrede einfallen lässt, machst du mir Vorwürfe? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Oh, das ist aber schade. Als du eben da so gekniet hast, sah das ganz anders aus. Träum weiter. Na, wie auch immer. Nach Trauerarbeit sieht dein Besuch jedenfalls nicht aus.
Ich bin hier, weil ich auch keine Lust auf Überraschungen habe. Keine Spielchen, keine Überraschungen. Tanja, was willst du dann? Ich will wissen, was du so planst jetzt, wo du alleiniger Geschäftsführer bist. Und sag mir nicht, du hättest dir keine Gedanken dazu gemacht. Natürlich habe ich mir so meine Gedanken dazu gemacht. So traurig das Ableben von Hagen und Ludwig auch ist. In der Firma ist jetzt Führungsstärke gefragt. Komm zum Punkt, Ansgar. Immer diese ungräfliche Hast? Wollen wir nicht erst mal auf das Ende meiner Probezeit und den Beginn einer goldenen Ära unter meiner Führung anstoßen? Ich dachte schon, ich müsste es alleine feiern. Jetzt komm schon, Tanja. Du hast auch nichts übrig für diese Gefühlsduselei. Oder hast du etwa Angst, du könntest die Gefühle deines Gatten verletzen? Bleibt völlig unter uns. Also, der König ist tot. Es lebe der König. Gratuliere. Fast wie in alten Zeiten. Vielleicht wird es ja doch noch ein ganz amüsanter Abend. Vielleicht erzählst du mir erst mal, was du für LCL geplant hast. Mann, unentschieden, das gibt's doch nicht. Ich finde auch, da wären locker noch 3 Punkte drin gewesen. Locker. Ich räume das hier mal weg. Erwartest du noch einen Anruf? Nein. Ehrlich gesagt, ich habe nur gehofft, dass Tristan sich noch mal meldet. Aber warum sollte er das tun? Du hast ihm doch klipp und klar gesagt, dass er sich nicht mehr melden soll. Vielleicht respektiert er das ja endlich mal. Ja. Ich frage mich einfach nur, ob ich nicht doch zu heftig war. Guck mal, er hat gerade erst seinen Vater und seinen Bruder verloren. Das ist doch... Ach, so ein Blödsinn. Jedes Mal, wenn er dich wie Dreck behandelt, machst du ihm richtigerweise eine Ansage. Und danach hast du ein schlechtes Gewissen. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich dir das immer wieder erzähle. Ja, keine Ahnung. Ich wünschte auch, er wäre kein Thema mehr. Das tut mir leid. Entschuldigung. Okay, ist schon okay. Ich meine halt, wenn wir... Wir sind Freunde. Wenn du reden willst, dann reden wir. Schon okay. Ich bin einfach nur so unglaublich müde. Ich gehe einfach schlafen, ja? Gute Nacht. Nacht. Bist du wach? Wir müssen reden. Hast du getrunken? Oh, das ist doch ganz egal. Ich habe nachgedacht. Das kann doch nicht sein, dass Ansgar nach Ludwigs Tod einfach die Macht an sich reißt. Doch, Tanja, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Deshalb wächst du mich? Es muss doch irgendwie eine Regelung geben, die das verhindert. Nein, Tanja, ich meine das ernst. Ich will jetzt schlafen. Wir reden morgen. Sebastian, Ansgar tanzt auf Ludwigs Grab. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dich das kalt lässt. Hey, du bist Anwalt. Du warst Ludwigs engster Vertrauter. Gibt es nicht irgendwas, womit du das verhindern kannst? Mein Vater hat Ansgar damals als Chef auf Probe eingesetzt. Und mein Vater war auch der Einzige, der diese Probezeit wieder beenden konnte. Ja, aber jetzt ist er ja tot. Das verändert doch alles. Nein. Es sei denn, er hätte irgendwas anderes in seinem Testament verfügt. Das Testament? Ja, natürlich. Hey, da steht vielleicht drin, dass du die Probezeit beenden kannst. Das bringt uns aber leider nichts. Was? Wieso? Offiziell gilt mein Vater als vermisst.
Das Testament kann aber erst eröffnet werden, wenn mein Vater offiziell für tot erklärt wird. Und das wiederum kann frühestens in 6 Monaten passieren. Aber Ansgar braucht keine 6 Monate, um die Firma umzustrukturieren. Wir müssen das irgendwie beschleunigen. Elisabeth wäre die Einzige, die beantragen könnte, ihn vorzeitig für tot erklären zu lassen. Aber damit werde ich sie in ihrer jetzigen Situation bestimmt nicht behelligen. Und du auch nicht. Jetzt will ich schlafen. Kannst du mir mal bitte helfen? Ich krieg den BH nicht zu mit dem Finger. Ja, natürlich. Das haben wir gleich. Morgen zusammen. Hey. Oh. Entschuldigung, ich wusste nicht. Ja, man kann ja auch klingeln. Bella, ich habe Frank extra einen Schlüssel gegeben, damit er nicht mehr klingeln muss. Ah. Guten Morgen. Bella hat noch Probleme mit ihrem verstauchten Finger. Und das frische Brötchen? Ja, ich dachte, wir frühstücken zusammen. Eine sehr gute Idee. Ich verschwinde mal kurz am Markt. Ja, gut, ich decke in der Zwischenzeit den Tisch. Bellachen, sag mal, hast du noch Probleme mit dem Finger? Hast du Schmerzen? Nein, das ist okay. Ich merke doch, dass sich was beschäftigt. Geht es wieder um Tristan? Ja, aber ich will jetzt nicht darüber. Weißt du, das Blöde ist, ich kann mich nicht mal von der Arbeit ablenken mit dem blöden Finger. Ja, aber es bringt auch nichts, wenn du dich jetzt hier zu Hause verschanzt. Dann kommst du aus diesem Gedankenkarussell überhaupt nicht raus. Ich bin für Vorschläge offen. Also wenn mich etwas sehr beschäftigt, dann hilft mir immer ein Spaziergang am Rhein. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Da ist auch noch nicht so viel los heute früh. Willst du nicht noch mit uns frühstücken? Ach, nee, ich hole mir unterwegs einen Kaffee und dann seid ihr ein bisschen für euch. Es tut mir leid, dass ich so gereizt bin. Ach, ist kein Problem, Schätzchen. Morgen. Morgen. Na, du siehst ein bisschen müde aus. Ja, woran das wohl liegen mag. Ich hätte gern Rührei. Sag mal, hast du Elisabeth schon gesehen? Nur kurz. Sie hat sich in die Bibliothek zurückgezogen. Sie wollte allein sein. Die Ärmste. Morgen, ihr Turteltäubchen. Erschieß mich, bitte. Ich ertrag's nicht. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, was ich dir letzte Nacht gesagt habe. Du wirst Elisabeth in ihrer Trauer nicht damit behelligen, Ludwig vorzeitig für tot erklären zu lassen. Ich meine, ich verstehe deine Sorge in Hinsicht auf Ansgars Pläne und glaub mir, ich würde auch gerne schon jetzt einen Blick in das Testament meines Vaters werfen. Aber Elisabeth ist tabu. Sind wir uns da einig? Ja, natürlich. Schön. Jetzt stell dir doch nur mal vor, wie du dich in ihrer Situation fühlen würdest. Sebastian, ich hab dich verstanden. Ich wollte nur sicher gehen. Du entschuldigst mich bitte. Und du lässt Elisabeth in Ruhe. Und anscheinend? Tut mir leid, die Gräfin möchte nicht gestört werden. Danke für den Hinweis, Justus. Elisabeth, kann ich dich kurz sprechen? Wir machen uns alle große Sorgen um dich. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich das alles ist. Mich selbst macht Ludwigs Tod vollkommen fertig, obwohl ich ihm noch nicht mal so nahe stand. Komm schon, mach die Tür auf, ja? Sparen Sie mir Ihr Geheuchel. Sie haben keine Ahnung, wie es mir geht. Also verschwinden Sie.
dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? So, ein Smoothie für die grauen Zellen. Oh, vielen Dank, sehr aufmerksam, Herr Sanchez. So, und jetzt Bücher beiseite, jetzt erzähl mal was von Paris, Mann. Soll ich dir mal sagen, dass ich 3 Kreuze mache, wenn ich mit dem Abi durch bin? Ja, das machst du ja auch schon gefühlt 3.000, 4.000, 5.000 Jahre. Entschuldigen mal bitte, letztes Jahr ist mir zum Beispiel eine Lebertransplantation dazwischen gekommen. Und daran wollte ich nicht mehr erinnert werden. Jetzt mach die Bücher zu und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Erzähl mal was. Du willst ein bisschen was über Paris hören? Oh ja. Okay, dann pass mal auf. Paris ist der absolute Knüller. Egal, wo du hinkommst, in jeder Ecke, in jeder Straße tobt der Bär. Die Menschen sind super drauf und abends, wenn du an der Seine spazieren gehst, alles ist erleuchtet. Das ist fantastisch. Bringt mir leider nicht viel, weil Leo nicht dabei ist. Guten Morgen. Oh, morgen. Hey. Na, meinst du, das ist der richtige Ort, um dich auf deine Abi-Prüfung vorzubereiten? Ja, ich habe morgens hier meine Ruhe, bekomme so viel Kaffee, wie ich brauche. Ja, das ist der richtige Ort. Na dann. Und du? Was soll sein? Ah, es scheint, als hätten Timo und du doch noch euer Wiedersehen gefeiert. Ja. Ich bin so froh, dass er wieder da ist. Ich hätte nie gedacht, dass es mir doch so viel ausmacht, mal eine gewisse Zeit von ihm getrennt zu sein. Ja, dann ist ja gut, dass er wieder da ist. Finde ich auch. Vielleicht sollte ich Emilie auch mal eine Weile nach Paris schicken. Oh, nee, doch nicht. Komm, da sind 1000 andere Frauen. Ist aber eben auch nicht Leo, ne? So, da du mir nicht mehr erzählen willst, was lernst du Emil, hier lass das Schickes? mal bitte liegen. Das soll eigentlich niemand sehen. Oui. Oui, c'est moi. Ich möchte gerne noch einen Kaffee. Noch einen? Was soll das Top-Secret-Gewese? Was ist das? Sprich mir, dass du es niemandem sagst. Okay, ich verschwöre. Ich schwöre, dass ich es niemandem sage. Was ist das? Ich habe mich in Paris für eine Ausbildung beworben. Was für eine Ausbildung? Zum Frachtpiloten. Zum Frachtpiloten? Alter, du bist vorbestraft. Das hast du bestimmt wieder unterschlagen, oder? Mann, so ein Quatsch. Ich habe auch gedacht, dass es nicht funktioniert, aber in Frankreich gelten andere Gesetze. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist genau das, wovon du immer geträumt hast. Du verstehst zwar kein Wort, aber... Ja, das ist der Wahnsinn. Oui, c'est moi. Wie seid ihr denn drauf? Nee, das war ein französischer Musikproduzent. Diese Legende, die die ganzen Chansonstars produziert hat. Ich habe seine Tochter kennengelernt und die wollte ihm meine Musik vorspielen. Und? Er will mit mir ein Album aufnehmen. In Paris. In Paris? Also geht's immer noch um diesen Tristan. Mhm. Irgendwie kommt sie von ihm nicht los und ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Was finden Frauen nur an Typen, die sich nicht entscheiden können? Oh, mich darfst du da nicht fragen. Ich stehe eigentlich nur auf Typen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Hey, morgen, Charlie. Morgen, Andi. Morgen. Ist Bella schon wach? Ich wollte sie zum Frühstück einladen. Ja, das ist eine sehr nette Idee, aber mein Töchterchen ist schon aus dem Haus. Ach so. Weißt du denn, wo sie hin wollte? Ja, spazieren gehen, ein bisschen Luft schnappen. Aber nicht etwa zum Medienhafen, oder? Keine Ahnung, sie wollte auf jeden Fall runter an den Rhein. Wieso? Ach, nur so. Danke. Tschüss. Ach.
Sie, hallo. Lass uns mal schön bleiben, das ist Sachbeschädigung. Das da muss bleiben. Das sagen alle, geht aber nicht. Nein, das nicht, habe ich gesagt. Das ist von Anita und mir. Genau. Pilot und auch noch in Paris? Wie krass ist das denn? Aber warum zur Hölle hast du mir nicht erzählt, dass du dich beworben hast? Weil ich selber niemals erwartet hätte, dass sie mich nehmen. Ja, nicht so schlimm. Also wann geht's los? Gar nicht. Wie? Ich werde die Ausbildung nicht antreten. Alter, ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Emilio, was soll ich denn in Paris? Eben hast du mir noch erzählt, wie geil Paris ist. Ja, natürlich, aber mein Leben spielt sich nicht in Paris ab, sondern hier in Düsseldorf. Meinst du, mir fällt das leicht? Ey, seit ich dich kenne, willst du Pilot werden und deswegen lass ich dich ziehen, Mann. Emilio, ich dachte da eher an Leo. Eine Plattenaufnahme in Paris, ey. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht. Wie, was weißt du nicht? Das ist doch wirklich Ironie des Schicksals, oder? Da kommt Timo endlich aus Paris zurück, weil wir es nicht ohne einander aushalten. Und jetzt soll ich für was weiß ich wie lange nach Paris gehen. Ja, aber das wird Timo schon verstehen. Ich meine, das ist eine Riesenchance für dich. Überleg doch mal. Das kann dein internationaler Durchbruch sein. Dann red doch einfach noch mal mit ihr. Sie wird es verstehen. Mann, ey, wenn ich mit Leo rede, dann kriegt sie nur Gewissenskonflikte. Die hat Panik seit dem Absturz. Die kriegt alleine Angst, wenn sie nur daran denkt, dass ich im Cockpit sitze. Ach, und deshalb hast du ihr, als du in Paris warst, erzählt, dass du wegen deinem Abi in Paris bleibst. Mann, ich habe gedacht, wenn sie einmal da ist, kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo ich mich traue, ihr es zu sagen. Aber der kam nicht, das war völlig Schwachsinn. Ja, weil du auf Zeit spielst. Spiel mit offenen Karten. Ich hab doch gesagt, es war Schwachsinn. Verstehe. Außerdem, Leo startet gerade hier ihre Karriere. In Paris müsste sie noch mal komplett von vorne anfangen. Da will ich ihr nicht im Weg stehen. Komm, jetzt red noch mal mit ihr. Emilio, ich rede nicht mit ihr und du redest auch nicht mit ihr, okay? Ich habe mich für Leo entschieden. Schluss mit dem Pilotending. Meine Musik kann ich auch hier machen. Und hier kann ich mit Timo zusammen sein. Mehr will ich gar nicht. Ja, aber sprich bitte noch mal mit Timo darüber. Das brauche ich gar nicht. Ich bleib hier. Und du versprichst mir, dass du mit niemandem darüber redest, okay? Leonie, bist du dir sicher? Ja. Das bin ich. Ganz sicher. Hi, machst du mir einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte? Hey, Bella. Hey, Andi, was machst du denn hier? Charlie hat mir gesagt, dass du spazieren gehen wolltest. Ja, ich habe mir nur noch einen Kaffee geholt. Warte doch mal kurz. Wie wär's, wenn ich dich zum Frühstück einlade? Nett, aber hast du dir deshalb jetzt die Lunge aus dem Hals gerannt? Ja, Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit am Tag. Du, ich esse später. Ich muss erst mal in die frische Luft. Ja, aber wo muss das denn jetzt sein? Du kannst gerne mitkommen, wenn du willst. Hallo, ist da jemand? Gang könnte mal wieder gesäubert werden, oder? Hallo. Ich weiß, du wärst lieber allein, das verstehe ich auch, aber wir müssen reden. Ja, und außerdem wollte ich mich mit dem Frühstück bei dir entschuldigen. Nein, entschuldigen, wofür das denn? Wegen gestern. Du wolltest mit mir reden und ich habe wegen Tristan abgeblockt. Du hast doch recht, wenn ich Tristan vergessen will, dann muss ich auch mal aufhören, an ihn zu denken. Ja, das finde ich gut.
Hast du eigentlich immer noch keinen Hunger? Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wir gehen noch ein paar Schritte und dann essen wir was, ja? Sag mal, ist das nicht Tristan? Die prügeln sich doch. Ist doch mal verdammt. Sieht ganz so aus. Beruhigt dich. Es geht um die Firma, um alles, was Ludwig sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Für dich und für die Familie. Ansgar ist dabei, alles an sich zu reißen. Ja, Tante, ich weiß zwar nicht, was Sie von mir wollen, aber eins weiß ich. Die Familie, die ist Ihnen vollkommen egal. Sie verfolgen nur Ihre eigenen Interessen. So, und jetzt? Jetzt wäre ich wirklich gerne allein, bitte. Ja, natürlich, es geht mir um LCL. Aber Sebastian ist mein Mann. Und ich will nicht, dass er sich weiter quält. Wieso, was ist mit Sebastian? Sebastian kann kaum noch schlafen vor Sorge, dass Ansgar die Firma an sich reißt. Es gibt eine Möglichkeit, das zu verhindern, aber Sebastian will dich nicht damit belasten. Was für eine Möglichkeit? Ludwig hat Ansgar zu seinem Nachfolger bestimmt für 6 Monate. Danach wollte er alles noch mal überdenken. Ja, Tanja, das ist mir bekannt. Vielleicht hat er in seinem Testament dich oder Sebastian zum Nachfolger bestimmt. Könnte sein, ja. Und? Es gäbe einen Weg, dass das Testament wirksam wird, bevor Ansgar seine Pläne umsetzen kann. Sebastian würde dich bestimmt selbst darum bitten, aber er bringt es nicht übers Herz. Worum würde Sebastian mich bitten? Tanja, worum würde Sebastian mich bitten? Du musst Ludwig für tot erklären lassen, und zwar so schnell wie möglich.